Eine Rakete nach oben bringen ist die eine Sache, ist durch einen Wiedereintritt zu bringen, sagen wir 1600 Grad, vielleicht noch schlimmer, ist die ganz andere Sache, ist eine Fähigkeitslücke. Also wir sehen das auf der Welt, wir wollen eigentlich da oben Sachen tun und wir wollen die Sachen wieder auf die Erde zurückbringen. Ich freue mich riesig, dass Viktor Meyer wieder dabei ist. Du bist hier für die Exploration Company und ihr stellt euch diese Herausforderung. Also Europa hat sich entschieden, wir wollen diese Fähigkeiten haben, wir wollen klar Sachen in den Orbit bringen, aber unsere Forschung, unsere Entwicklungen oder vielleicht auch kommerzielle Sachen, die wir da oben fertigen, die wollen wir auf die Erde bringen können und das müssen wir selber haben und hat da im Prinzip ausgeschrieben, dass das passieren soll. Ihr seid eine von 2 Firmen, die davon ESA-Geld bekommt. Genau. Ihr seid ja schon viel auch in Vorleistung gegangen, bevor es überhaupt diesen Wettbewerb gab. Genau. Und als Vision wollt ihr auch natürlich Menschen befördern, ihr wollt auf dem Mond mitspielen und so weiter. Aber natürlich dieses wieder auf die Erde Sachen bringen, das ist so das Thema, was gerade sehr heiß ist und wo es sehr viel drum geht. Letztes Jahr hattet ihr einen Demonstrator auffliegen sollen. Kannst du dazu vielleicht auch was sagen, was ihr da gelernt habt, was da vielleicht ein Problem war? Ja, wir haben auf jeden Fall Daten auswerten können und hatten auch ein externes Review-Board dann dazu einberufen, wo unter anderem ESA, Airbus mit dabei war, die dann auch über die Daten drüber geschaut hatten, sodass wir verstehen konnten, was dann genau in diesen letzten Phasen dann eigentlich dann passiert ist von den Daten, die wir dann eigentlich noch erhalten konnten. Man muss sich das vorstellen, wenn man dann den Wiedereintritt reinkommt, sag ich jetzt mal, entsteht Plasma und in dieser Plasmaphase eine Blackout-Phase. Und in dieser Blackout-Phase hat man dann leider keine Kommunikation mehr. Das heißt also, alle Daten, die wir vorher sammeln konnten, konnten wir dann entsprechend auswerten. Und als wir dann den Wiedereintritt geschafft hatten, das ist ungefähr so bisschen länger wie 3 Minuten, diese Blackout-Phase, dann hatten wir GPS-Koordinaten gesendet bekommen. Wir hatten so Tokens installiert, 3 Stück an sich. Und die hatten praktisch die Position übermittelt. Und wir wussten, okay, wir haben den Wiedereintritt geschafft. Auch alle 3 haben praktisch diese Position übermittelt. Und als wir vom Kontrollzentrum diese Informationen erhalten haben, waren natürlich alle super gehypt, weil wir dachten, wir sind durch die heißeste Phase sprichwörtlich durch. Und hatten dann von circa 57 Kilometer bis 28 Kilometer Höhe diesen Kontakt. Und danach ist dieser Kontakt dann abgebrochen. Wir mussten dann erstmal feststellen, was ist genau passiert und mussten es überhaupt erstmal realisieren. Was halt spannend war, ist, und da war natürlich dann schon der Frust auch groß, als wir dann realisiert hatten, oder als unser Chief Engineer meinte, okay, wir haben keinen Kontakt mehr und wahrscheinlich bedeutet das, dass die Kapsel verloren ging und im Endeffekt dann im Pazifik eingeschlagen ist. Und wie wir jetzt auch wissen aus der Auswertung der Daten, ist das dann auch so der Fall gewesen. Wir hatten auch versucht mit den Kollegen, die das Boot im Pazifik hatten, vor Ort, wir hatten ja die Trajektorie über die GPS-Koordinaten, wir wussten auch, wie der Current, also das Current-Profil, der Wellengang letztendlich hier ist im Pazifik und hatten dann einen großen Bereich natürlich da berechnet, wo könnten Trümmerteile sein. Und die Kollegen haben dann 3 Tage versucht, eben einen Pfad abzufahren, aber wenn man mit den Leuten auch spricht, die auf dem Boot waren, die sagen, alles diese Kräuselungen von den Wellen ist so schwierig dann zu erkennen, das ist im Endeffekt wie weiß, also man müsste schon genau drüber fahren. Und leider konnte man auch da nichts mehr zurückholen. Wir hatten dann noch ein paar Informationen über die NASA auch bekommen, die auch bestätigt haben, dass wirklich der Wiedereintritt auch erfolgreich war. Also da kam es auch Daten dazu und das war für uns auf jeden Fall ein großer Erfolg. Was wir dann sehen konnten in den Daten, die wir dann akquirieren konnten, dass es praktisch eine Fehlfunktion in einem Ventil gab während dem Wiedereintritt. Und das, was wir da verwendet haben, praktisch die Triebwerke, die waren ja nie für einen Wiedereintritt gedacht. Und wir wollten aber auch nichts Eigenes entwickeln, weil ja die Kapsel so ja nur einmal gebaut wird letztendlich. Und haben das off the shelf gekauft und die waren halt für In-Orbit Propulsion gedacht und das hat auch alles ja funktioniert. Also diese Nadir-Pointing-Manöver waren alle erfolgreich, das hat gepasst. Und dann beim Wiedereintritt wird natürlich das Ganze heiß und machst ja einen kontrollierten Wiedereintritt. Das heißt, die Triebwerke zünden immer wieder, dass du halt stabil runterkommst. Und da gab es dann höchstwahrscheinlich, so ist die Auswertung, dass halt dort eine Fehlfunktion war und das im Endeffekt dann den Onboard-Computer in eine Schleife gepackt hat. Sodass wir praktisch im Endeffekt dann den Fallschirm nicht öffnen konnten, genau. Ja, okay. Jetzt gibt's natürlich von euch neue Nachrichten auch. Da freue ich mich deshalb auch sehr, dass du jetzt hier bist. Und zwar habt ihr gerade erst einen Fallschirmtest gemacht. Ich glaube, Mojave-Wüste war das. Exakt, ja. Das heißt also natürlich, wenn es durch den Wiedereintritt durchgeht, man muss auch später bei Geschwindigkeit 0 landen. Und damit das passieren kann auf der Erde, braucht man noch mehr abbremsen, als es die Atmosphäre mit einem macht. Und die Fallschirmtests, das wissen wir aus der Dragon-Entwicklung oder beziehungsweise generell aus der NASA Commercial Crew und Cargo-Sache, dass da bei den Fallschirmen, dass es ein riesen Thema ist. Ja, exakt. Wie waren die Tests? Wo steht ihr da? Die Tests waren super erfolgreich. Das war für uns auch jetzt eine super Nachricht auch.
die Fallschirme an sich, die kaufen wir vom Zulieferer ein. Dieses Risiko gehen wir gar nicht ein, dass letztendlich wir die auch noch irgendwo selber entwickeln und dass es ein kleines TRL hat, sondern das ist, wie du schon sagst, richtig, es ist absolut kritisch, missionskritisch und da gibt es nur recht wenig Hersteller, die da praktisch im Endeffekt in Frage kommen. Aber der Übergang dann von diesem Drogue Parachute, also dem Drogue Fallschirm in diesen Main Fallschirm, das ist ein Übergang, ein Interface, das wir im Endeffekt für unsere Kapsel designen und den Übergang auch selber durchführen. Und das wollten wir natürlich testen. Wir wollen nicht den gleichen Effekt wie bei Mission Impossible wiederholen, dass der Fallschirm mit aufgeht. Und da war dann im Endeffekt eine 1:1 Kapsel, die war 2,5 Kilometer in der Höhe von dem Helikopter und wurde dann aus dieser Höhe dann eben losgelassen. Und dann wir hatten auch einen Onboard-Computer dann mit dabei, der im Endeffekt dann diesen Mechanismus ausgelöst hat. Und das hat genau perfekt funktioniert, wie es erwartet war. Und sind auch noch am Auswerten der Daten, aber man hat es auch im Video sehen können, also hat alles erfolgreich funktioniert und sind auch erfolgreich dann gelandet, genau. Cool. Und ich sag mal jetzt so euer größter, ich nenne es jetzt mal Ankerkunde, ist aktuell die NASA mit dem die ESA mit dem Auftrag, von wegen, dass ihr Cargo zurückbringen sollt. Ist das ein reines, ihr macht das mal und wenn ihr es schafft, dann werdet ihr bezahlt oder ist das so eine technologische Partnerschaft, dass die im Prinzip auch sagen, hey, pass mal auf, wir haben das S-Take oder wir haben das und das, da haben wir Knowledge, könnt ihr von partizipieren? Ja, ich meine zum Beispiel jetzt das Struktur-Testmodell, das wir gebaut haben, gibt es auch ein paar Fotos auf LinkedIn, kann man das anschauen. Da braucht man natürlich eine Testinfrastruktur für ein sehr großes Bauteil. Also die ist ja 1:1 genau die gleiche Größe, 4 Meter Durchmesser, 4,5 Meter hoch circa und wiegt dann in der vollen Auslastung dann auch schon alleine knapp 8 Tonnen, also ein bisschen über 7 Tonnen. Und da gibt es recht wenig Facilities, sage ich jetzt mal, zum Testen in ganz Europa. Und ESA zum Beispiel, SCEC hast du schon angesprochen gehabt, hat nämlich dann auch die größte Thermalvakuumkammer in Europa und da sind wir dann auch hin und konnten dort testen, konnten auf den Shaker gehen, also die Vibrationstests dann durchführen, die Environmental Tests, also die Umwelttests alle durchführen und das ist natürlich dann, hilft uns, wenn wir mit der ESA eng an eng zusammenarbeiten, genau. Okay. Es gab jetzt gerade diese Woche ein großes Announcement und zwar, dass ihr an Triebwerken arbeitet, das weiß man im Prinzip, wenn man euch seit einem Jahr verfolgt. So was ich auch am Anfang, das war, was meine Triebwerke, weil die Thrusters vielleicht, aber nee, das sind doch Triebwerke, die sind ja eher für Raketen da. Was geht da bei euch ab? Genau, also die Triebwerksentwicklung, die läuft ja schon bei uns seit Anfang an im Endeffekt der Firmengründung. Am Standort in Bordeaux wurde schon immer an Mistral gearbeitet, das ist das kleine Triebwerk, das wir dann eben einsetzen wollen für die Nix-Kapsel, aber erst in späteren Modellen. Wir müssen das ja auch qualifizieren und zertifizieren. Jetzt arbeiten wir erstmal für die ersten Flugmodelle mit zertifizierten Triebwerken, die wir auch erstmal einkaufen, aber wollen parallel weggehen, weil das im Endeffekt toxischer Treibstoff ist. Das ist halt momentan State of the Art, aber wir wollen weg von dem toxischen und dann Richtung grünen Treibstoff und das ist halt etwas, was wir in-house entwickeln. Was wir auch dann gestartet hatten schon vor 2022 war die Entwicklung von dem Huracan-Triebwerk mit 15 Kilonewton Schubleistung und das ist ein Triebwerk mit hohem Delta V, was wir verwenden aber für die Mondversion dann der Nyx-Variante, sage ich, für die Landung auf der Mondoberfläche. Und da werden 3 dieser Triebwerke verwendet und da haben wir jetzt auch erfolgreich vor 4 Wochen den Test auch gemacht in England, in UK. Wo wir das komplette Triebwerk einmal testen konnten. Da haben wir sehr viel Know-how erlernt, was die additive Fertigung angeht, was wir auch bei uns ja machen im Haus. Natürlich das Triebwerkdesign, die Performance, Parameter verbessern und iterativ immer besser werden. Und hatten dann eben auch aufgrund dieser Erfahrung dann auch die Idee, größere Triebwerke zu bauen und dann schon Richtung im Endeffekt einem wiederverwendbaren Hochleistungsträger, Schwerlastträger dann zu arbeiten und Vorarbeiten zu leisten. Denn wir wissen, wenn wir da wettbewerbsfähig sein wollen in Europa, brauchen wir ein Triebwerk, das das leisten kann. Und da wollten wir praktisch dann einsteigen und haben dann vor knapp 2 Jahren schon angefangen mit den Entwicklungen. Haben jetzt auch schon 5 Testkampagnen gemacht mit Subscale-Demonstratoren. Oxygen Rich Free Burner heißt das Ganze. Genau, dass wir das eben getestet haben, auch in Lampolzhausen. Und haben da schon 5 erfolgreiche Testkampagnen jetzt durchgeführt. Und wir haben jetzt gestartet im Januar mit der Series C. Die wir jetzt vorbereiten und da wollen wir praktisch Privatkapital einsammeln, um dann eben diese Triebwerksentwicklung Vollgas zu pushen. Ein gleiches Modell, das wir eigentlich fahren, eben auch mit der Kapsel, das ist schon gut erklärt. Wir haben sehr viel Privatkapital am Anfang eingesammelt, haben 300 Millionen Euro an Privatkapital insgesamt eingesammelt
25 Millionen Euro kamen dann eben von der ESA als Ankerkunde und hoffentlich mit der Auswahl und für die nächste Phase würden wir praktisch dann 200 Millionen Euro bekommen für die weitere Entwicklung von der Kapsel und als Service für die ESA. Und damit hätten wir praktisch ein Modell, wo wir 40% von uns Privatkapital investieren, 60% von der Institution, und das ist einzigartig weltweit. Also sowas hat kein anderer zuvor gemacht, nicht mal NASA mit SpaceX und Boeing. Das war auch 15% Eigenkapital und in eher 75% oder 85% Richtung Finanzierung von der NASA. Also so ein Public-Private Partnership-Modell wollen wir dann eben auch einführen für die Triebwerksentwicklung und dann hoffentlich auch dann für den Launcher, der dann peu à peu dann mitkommen muss. Genau. Jetzt ist bei der ESA tatsächlich auch ein Programm seit letztem Jahr, glaube ich, am Laufen, was es honorieren würde, wenn man praktisch so ein Hochleistungstriebwerk für einen Schwerlastträger entwickelt. Habt ihr das gut antizipiert oder hat die ESA gesagt, nee, das, was ihr da macht, das wollen wir honorieren und das wollen wir unterstützen? Also, ja. Die Programme gibt es ja schon. Also Thruster nennt sich das dann im Rahmen von FLPP. Da sind wir auch in einem von denen dabei und haben die ersten Entwicklungsschritte gemacht. Und da gibt es auch ein weiteres Thrust-Programm innerhalb von der ESA. Und das ist aber im Wettbewerb. Also das wird ausgeschrieben, man bewirbt sich drauf. Und das ist ja genau das, was wir ja wollen aus der Industrieseite. Wir wollen ja diesen Wettbewerb fördern und unterstützen und wollen es eben auch sehen, dass halt eben Privatkapital mit reingeht und dass eben die Schnelligkeit, Meilensteine dann am Schluss entscheiden, wer dann eben diesen Wettbewerb dann auch gewinnt. Genau. Okay. Ich war gestern bei euch am Stand und ich habe die Kapsel bei der Enthüllung in Paris, war ich live mit dabei, da habe ich mich mega gefreut. Und da steht jetzt ein noch in Kunststoff 3G gedrucktes Triebwerk. Das ist 1:1, oder? Das ist 1:1 von der Größe, knapp 3 Meter hoch. Ja, ja, also es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich würde sagen, von der Größenordnung ist es die Größe von einem SpaceX Raptor. So. Ja. Ich habe mir versucht, so, weil es natürlich ist Kunststoff, aber auch ich sehe es ja nur von außen. Ich habe versucht, mir so ein bisschen zu erschließen, was das ist. Wie fit bist du? Darf ich so ein bisschen Sachen sagen, die ich gesehen habe? Also kann ich so sagen, ich hätte zum Beispiel gesagt, also man konnte so die Treibstoffseiten sehen, also dass es 2 Treibstoffe sind. Es steht auch dabei von wegen, dass es Sauerstoff und Methan ist. Genau, Flüssigsauerstoff, Methan, genau. Und so rein aus meiner Knowledge von anderen Triebwerken weiß ich, dass normalerweise Volumenstrom der Sauerstoff das größere ist und das dickere Rohr war in der Mitte. Das heißt, hätte ich gesagt, okay, Sauerstoffstrom geht Mitte durch und Turbopumpe und dann unten in die Brennkammer rein. Dann wird die seitlichere Pumpe wird wahrscheinlich die Methanseite sein. Und so wie das aussieht, also 2 Pumpen, also das heißt, es wird eine sauerstoffreiche Vorverbrennung für die Sauerstoffseite geben und eine treibstoffreiche, methanreiche Vorverbrennung auf der Treibstoffseite. Ist das so? Also es ist eine Full-Flow Stage Combustion letztendlich vom Design her. Ja. Und das ist natürlich etwas, was die Amerikaner vormachen und was wir in Europa halt noch gar nicht haben, diese Technologie. Und das wollen wir hier eben genauso reinbringen. Und die Leistung von dem Triebwerk am Anfang wird 125 Tonnen Schub sein und ist aber erweiterbar auf bis zu 180 Tonnen Schub. Und wir werden es testen wollen jetzt 2028 mit einem ersten Demonstratortriebwerk in der vollen Größe. Aber in Europa gibt es leider gar keinen Teststand, der diesen vollen Leistung abarbeiten kann. Das heißt, wir werden erst mit den 125 Tonnen Schub arbeiten, die wir in Lampolzhausen dann zum Beispiel machen können. Und sind aber parallel schon am Schauen, wo können wir denn einen Teststand irgendwo erweitern, aufbauen, dass wir dann eben auch die 180 Tonnen Leistung erschließen können. Und damit kann man dann letztendlich 9 Triebwerke aneinander packen, aneinander rein und an den Träger. Und die Idee war in der ersten Variante 15 Tonnen eben an Nutzlast in Leo und Return to Launch Pad, also diese Konfiguration dann umzusetzen. Okay. Genau. Cool. Bei Lampolzhausen, ich denke immer dran, also ich war ja bei ISA, ich war bei RFA und so und die haben alle ihre Triebwerksstände irgendwo selber gemacht und eigentlich dann relativ weit weg von Lampolzhausen. Und ich das Gefühl habe, die wollten ihr eigenes Ding so ein bisschen machen. Ich wusste dann nicht, liegt es daran, dass Lampolzhausen die Startups so ein bisschen weghalten möchte von ihrer Hochtechnologie oder Überhaupt sind die da offen für? Super offene, super Kollaboration und vielen Dank auch ans Team beim DLR in Lampolzhausen. Also es ist eine super Kollaboration und also die unterstützen es sogar. Also die wollen ja auch, dass man die Tests bei ihnen macht. Die haben super Facilities, super Know-how. Und genau, es gibt halt im Endeffekt, du hast halt unterschiedliche Teststände, wir haben auch unterschiedliche Technologien und es muss halt dann am Schluss auch dann alles zusammenpassen. Ne? Aber die Unterstützung ist super dort, ja. Und was du angesprochen hast mit den grünen Treibstoffen, da ist auch das DLR mit der Forschung auch ziemlich weit vorne mit dabei. Wahrscheinlich ich weiß nicht, ob ihr mit denen zusammenarbeitet oder ob das im Prinzip die Sache ist, wo man dann auch schnell die gleiche Sprache spricht. So. Genau, ja. Exakt, ja. Also, okay. Stimmt. Okay, cool. Wie geht's weiter? Also Shaker-Test, Environment-Test, wann
sehen wir nichts fliegen? Wann sehen wir ein Full-Flow-Staged Combustion-Triebwerk in der über 100 Tonnen Variante feuern? So viele Fragen. Genau, ja, so viele Fragen. Ja, aber gute Fragen. Momentan ist es so, dass wir gerade dabei sind, TRL 6 zu erreichen für das komplette System von Nyx. Wir haben eigentlich fast alle Systeme jetzt abgeschlossen und werden dann im September komplett alle Systeme abgeschlossen. Es fehlen nur noch 2. Dann geht es über in die Safety Review mit der NASA. Das ist ja die Phase 2. Und dann geht es eigentlich dann schon direkt über in die Fertigung der richtigen Raumkapsel im Januar. Also es kommen jetzt schon die Bauteile. Man kann sich das auch in Oberpfaffenhofen bei uns anschauen. Da steht dann eben, wird die Integration dann auch umgesetzt. Und genau, also das startet jetzt dann alles und da ist sehr viel in Bewegung und da passiert sehr viel. Und der Launch ist immer noch geplant für die zweite Jahreshälfte 2028. Genau. Okay, also das ist, was wir da anpeilen. Das heißt, wenn wir uns in 2 Jahren wieder hier sehen auf der ILA, werden wir dann hier wahrscheinlich auch die Ankündigungen haben, mit wem wir dann auch launchen werden, wann das Launchdatum dann sein wird. Also da sollte man dann schon kurz vor Start dann sein. Also sehr aufregende Zeit. Und du hast das Triebwerk angesprochen. Das Triebwerk, da wollen wir halt eben einen Workhorse-Engine, nennt sich das dann, ein Demonstrator-Triebwerk in dieser Größe dann eben in Lampertshausen 2028 dann auch testen mit den 125 Tonnen Schub, die wir eben da machen können. Mhm. Genau. Genau, diese Safety Review. Ich betone das immer so ein bisschen, weil ich glaube, es war schon ein Stück weit eine Enttäuschung bei der letzten ESA-Ministerratskonferenz, dass es nicht so ein richtiges Bekenntnis zu Crew-Raumfahrt gab damals. Ich glaube, in den letzten paar Monaten hat sich da politisch auch was gedreht. Ich glaube, ich sehe so, dass es eigentlich unvermeidbar ist, dass es kommen wird. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es geht darum, ein Raumschiff mit der ISS zu koppeln und das ist etwas human certified und das heißt, dass man das machen darf und dass man in diese Richtung kommt, muss man sehr, sehr, sehr viel erledigen, was Crew-Raumfahrt macht und das ist natürlich ein Riesenschritt auch von wegen diese Kapsel zu entwickeln, aber dann auch zu sagen, dass da die Leute, die schon seit 50 Jahren Menschen ins All fliegen oder die Organisation, die dahinter steht, da drauf schaut und sagt, das dürft ihr so machen oder das dürft ihr nicht. Ja, ne? Ja. Es gibt einfach nur wenige Nationen weltweit, die dieses Know-how übrigens haben, die solche Vehikel haben, die auch funktionieren. Und wir haben das einfach in Europa noch nie aufgebaut, dieses Know-how. Und deswegen ist diese Partnerschaft mit der NASA so unglaublich wichtig, weil die eben dieses Wissen mitbringen können und dort uns eben auch zertifizieren. Wir sind jetzt eben für den Status dann zertifiziert, wenn wir dann an die ISS andocken, weil dort ja dann der Astronaut dann reingeht in dieser Phase und da müssen wir eben für Human Rated ausgelegt sein, also genau in dieser Phase. Müssen jetzt aber nicht zertifizieren für den Wiedereintritt. Das macht man über die Anzahl der erfolgreich durchgeführten Wiedereintritte der Cargo-Kapsel. Und was jetzt schon ein großes Bottleneck ist, ist dann im Endeffekt der Launch. Du musst einen An-Bord-Mechanismus dann haben, dass die Kapsel, du musst gewährleisten letztendlich während des Starts, dass die Kapsel jederzeit sicher zurückkommt. Und das sind Tests, die kosten sehr viel Geld. Diese Technologie umzusetzen, die Zertifizierung umzusetzen, dauert auch Zeit, also es kostet auch Zeit. Und da sind wir auch realistisch und sagen, wenn wir das in Europa machen wollen, dann müssen wir uns auch wirklich jetzt entscheiden. Ich habe das auch in Paris schon damals zu dir gesagt, dass einfach eine politische Entscheidung ist benötigt, weil so ein Programm wird auch einfach Geld kosten. Da sprechen wir über mehr Milliarden. Ich vergleiche das mal mit SpaceX, da sind wir auch über 1 Milliarde gewesen, über 10 Jahre von der fertigen Cargo-Version zur Crew-Version. Und das muss man sich bewusst sein und jetzt mit der Inflation berücksichtigen. Also wird man schon über 3 Milliarden kommen, um dann über die 10 Jahre letztendlich so ein Vehikel zu entwickeln und zu zertifizieren. Und da braucht es eben jetzt eine Entscheidung. Und es steht auch in Europa eine große Finanzierungsrunde, sage ich jetzt mal an, mit dem MFF. Und da ist auch langfristig wird dann eben auch Budget zur Verfügung gestellt und da kann man solche großen Projekte überlegen oder eben auch dann nächste Ministerratskonferenz, Intermediate Ministerratskonferenz, die jetzt eben Ende des Jahres stattfinden wird, dass man eben solche Signale dann schon vorbereitet oder Studien vorbereitet, die dann in die Richtung geht, dass man dann eben für die nächste Phase der Ministerratskonferenz 2028 dann dort schon eben sich sauber positionieren kann. Genau. Und wie ist das, wenn die NASA da drauf schaut, was natürlich cool ist, wenn man die Erfahrung bekommt oder so, aber muss man da irgendwie, weiß ich nicht, auch Respekt vorhaben oder ein Stück weit sagen, sind die Amerikaner überhaupt daran interessiert, dass die Europäer sowas selber machen können? Oder sagen sie eigentlich, ja, eigentlich finden wir es ganz geil, wenn ihr immer zu uns kommen müsst, um mit uns zu fliegen? Also die Gespräche, die wir mit den amerikanischen Partnern führen, die sind sehr positiv. Und die suchen eigentlich wirklich händeringend nach Raumschiffen. Raumschiffen. Ja. Letztendlich gibt es einfach so wenig und sie hätten auch gern mehr Wettbewerb, um auch dann die Kosten auch zu drücken. Und das ist absolut verständlich.
Und ich sehe das auch als ein sehr schönes transatlantisches Projekt, ein Großprojekt, gemeinsam an so einem Thema zu arbeiten, gemeinsam unsere Kompetenzen, unser Know-how zusammenzubringen und das Ganze dann auch gemeinsam zu stemmen. Also weil eben finanziell, wie du schon angesprochen, ist das ein großes Projekt. Wie möchte man sowas aufstellen? Da kann man auch Public-Private Partnerships sich Modelle überlegen. Also das wäre auf jeden Fall möglich, solche Großprojekte zusammen zu machen. Und deswegen haben wir da sehr viel Respekt, was die NASA und was die Amerikaner da auf die Beine gestellt haben. Das ist mit Abstand der highest bar, sage ich jetzt mal. Also die geben da wirklich die Messlatte vor. Und wir können davon nur profitieren und lernen, dass die wirklich als Partner uns unterstützen, dieses Know-how aufzubauen. Ja. Ich finde es immer wieder inspirierend, mit dir zu sprechen, mich auf dem Laufenden zu halten, was bei euch abgeht. Ich freue mich da total drauf. Ich sehe auch eure Fortschritte total optimistisch und denke deswegen, das sind halt die Schritte, die passieren müssen. Ich bin da auch glaube ich, der realistische Ingenieur, dass ich diese Schritte so sehe. Und natürlich geht es uns als Raumfahrt-Community nicht schnell genug. Wir wollen halt morgen im Prinzip am liebsten auf dem Mars sein, so, ne? Und da freut mich dann, dass ihr da persistent bei seid und so, ne? Mein erstes Interview mit Elaine ist, glaube ich, mittlerweile 3 Jahre her und so weiter. Es ist so so sehr viel auspiepen. Da ist so viel passiert seitdem, so von wegen da war das ein Konzept und mittlerweile ist Hardware geflogen, es ist Hardware gebaut worden und so. Und das sehe ich und das finde ich sehr, sehr, sehr cool und ich wünsche euch alles Gute dafür. Danke. Und was mir noch so ein bisschen ich immer am Ende jetzt hier so verpacken möchte, ne? Weil ich finde, ihr macht das cool und das spricht für sich alleine. Aber wenn jetzt ein Mädchen hier ist, ein Junge, 12 Jahre und die wollen sie wissen, ja, ey, das klingt echt cool und so, aber was passiert so in den nächsten Jahren? Warum sollte ich mich für die Raumfahrt entscheiden? Was ist da das nächste Spannende? Was wird cool? Woran darf ich mitarbeiten? Ja. Was würdest du ihr sagen? Oder also, wenn sie oder er bei uns am Stand vorbeikommt hier auf der ILA in Berlin und unsere Kapsel sieht, wo auch 2 Astronauten demonstriert sind, die da drin sitzen und sie sich einfach vorstellen können, dass sie diese Personen sein könnten letztendlich, die da drin sitzen, die ins Weltall fliegen, die dort forschen, die dort arbeiten, neue Erkenntnisse gewinnen und dann auch wieder zurück können zur Erde, weil ich glaube, das ist schon auch wichtig, dieser Bezug dann, die Möglichkeit zu haben, die Perspektive zu verändern, was Neues zu erreichen, aber auch nicht die Heimat zu verlieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich würde mich einfach wünschen, wenn die Kinder von dieser Vision inspiriert sind, dass wir das eben hier auch in Europa machen können und dass sie ein Teil davon sein können. Genau. Und eventuell der oder die Astronautin sein können, die da drin sitzen. Ja. Das ist eine schöne Vorstellung. Viktor, ich danke dir, dass du wieder die Zeit genommen hast. Danke dir. Ich bin sehr gespannt, wenn jetzt viele Hardware bei euch ist. Hoffentlich kann ich mal vorbeikommen bei euch und dann auch ein bisschen Hardware anschauen. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Danke dir. Danke.